Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen ja stetig Fortschritte in unserem Lernprogramm. Absolut. Zur Erinnerung, bis Tag 60 haben wir gemeinsam das Niveau A2 abgeschlossen. Jetzt lernen wir weiter auf B1-Niveau und heute sind wir schon bei Tag 89, Teil 1 angekommen. Wahnsinn, wie schnell das geht. Und wie jeden Tag arbeiten wir auch heute mit 15 wichtigen Wörtern, die ihr im Alltag wirklich braucht. Genau. Keine trockene Theorie, sondern Vokabular, das ihr sofort anwenden könnt. Und wir haben ja noch eine Extra-Hilfe für euch. Stimmt. Zu jeder B1-Lektion gibt es auch ein extra Fragevideo zur Mini-Story. Dort antwortet ihr laut und hört dann kurz danach die richtige Lösung. Das ist wirklich eine super Übung fürs Sprechen. Auf jeden Fall. Und für eure Aussprache empfehlen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode. Ganz einfach. Satz hören, kurz stoppen, laut nachsprechen und dann weitermachen. Es fühlt sich am Anfang vielleicht etwas komisch an, aber es hilft enorm. So, und unser heutiges Thema ist super relevant und ich würde sagen, betrifft uns alle. Es geht um Datenschutz und Privatsphäre. Oh ja. Wir sprechen also über Wörter für Internet, Apps, persönliche Daten und vor allem, wie man sicher damit umgeht. Ein ganz wichtiges Feld. Bleibt deswegen unbedingt bis zum Ende dran, denn dort hört ihr wieder unsere Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. So festigt sich das Gelernte am besten. Perfekt. Dann lass uns anfangen. Gerne. Unser erster Block dreht sich um die absoluten Grundbegriffe. Ohne die geht es quasi nicht. Okay, das erste Wort ist sozusagen das Fundament für alles Weitere. Genau. Es ist? Die Privatsphäre. Richtig. Die Privatsphäre ist der persönliche, private Bereich eines Menschen, den man schützen möchte. Also alles, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Eben. Auf Englisch ist die Übersetzung ganz einfach. Privacy. Okay, das Wort kennt man ja. Und ein Beispielsatz dazu? Ein sehr typischer Satz, den man oft hört, ist: Wir müssen unsere Privatsphäre im Netz schützen. Das stimmt. Gerade bei Social Media. Das führt uns direkt zum zweiten Wort, das eng damit verbunden ist. Ja. Nämlich die Identität. Das ist ja mehr als nur der Name, oder? Viel mehr. Die Identität ist die Summe der Eigenschaften, die eine Person einzigartig machen. Also ganz einfach gesagt, wer eine Person ist. Name, Geburtstag, aber eben auch Online-Profile. Genau. Die englische Übersetzung ist hier sehr ähnlich. Identity. Und leider ist das hier auch ein Bereich, wo Gefahren lauern. Der Beispielsatz ist etwas, das hoffentlich niemandem von euch passiert. Leider passiert es aber. Er lautet: Betrüger haben seine Identität gestohlen. Identitätsdiebstahl. Ein ernstes Problem. Absolut. Um genau das zu verhindern, gibt es Regeln. Und das bringt uns direkt zum dritten Wort in diesem Block. Und das wäre? Die Richtlinie. Die Richtlinie. Das klingt sehr offiziell. Ist es auch. Eine Richtlinie ist eine offizielle Regel oder eine Vorschrift, zum Beispiel von einer Firma oder von der EU. Sie gibt vor, wie man mit Daten umgehen muss. Quasi ein Plan mit Anweisungen. Genau. Auf Englisch würde man Guideline oder Policy sagen. Jede gute Webseite hat ja eine Privacy Policy. Stimmt, eine Datenschutzrichtlinie. Und dazu passt auch der Beispielsatz perfekt. Die neuen Datenschutzrichtlinien sind sehr streng. Das habt ihr sicher alle bei der DSGVO in Europa gemerkt. Ja, überall diese Cookie-Banner. Okay, das waren die Grundpfeiler. Privatsphäre, Identität und Richtlinie. Jetzt wird's praktisch, oder? Jetzt wird es sehr praktisch. Im zweiten Block geht es um Berechtigungen und Kontrolle. Also das, was man jeden Tag auf dem Handy sieht. Es fängt an mit dem Wort der Zugriff. Richtig. Der Zugriff ist die Erlaubnis oder das Recht, etwas zu sehen, zu nutzen oder zu öffnen. Das können Daten auf dem Handy sein, oder? Ja, oder auch der Zutritt zu einem Raum. Es ist ein sehr vielseitiges Wort. Auf Englisch sagt man dazu Access. Und den Beispielsatz kennt wirklich jeder, der schon mal eine App installiert hat. Ich wette ja. Er lautet: Die App verlangt Zugriff auf die Kamera. Oder auf die Kontakte, das Mikrofon, den Standort. Die Liste ist endlos. Und auf diese Anfrage gibt es zwei mögliche Reaktionen. Die erste ist unser nächstes Wort, ein Verb. Zustimmen. Zustimmen, also Ja sagen. Genau. Einverstanden sein, eine Erlaubnis geben. Die englische Übersetzung dafür ist to agree oder auch to consent. Und da es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform. Die lautet: hat zugestimmt. Okay.
Und ein Beispielsatz wäre dann? Ein ganz klassischer Satz ist: Sie müssen den Bedingungen zustimmen. Meistens klickt man da ja so ein kleines Kästchen an. Genau, ohne den Haken geht es nicht weiter. Aber man muss ja nicht immer Ja sagen. Gott sei Dank nicht. Die Alternative ist unser nächstes Wort: verweigern. Das exakte Gegenteil also. Exakt. Verweigern bedeutet, Nein zu sagen, etwas nicht zu erlauben oder nicht zu tun. Auf Englisch wäre das to refuse oder to deny. Richtig. Und die Perfektform lautet hat verweigert. Damit kann man dann also selbstbewusst sagen, ich habe der App den Zugriff verweigert. Und das sollte man auch oft tun. Absolut. Wenn eine Taschenlampen-App Zugriff auf meine Kontakte will, dann sollte ich den Zugriff definitiv verweigern. Auf jeden Fall. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Man sollte immer fragen, warum? Das führt uns direkt zu unserem dritten Block: aktiver Schutz und Sicherheit. Was können wir denn selbst tun? Eine ganze Menge. Fangen wir an mit dem Wort die Einstellung. Wobei man es meistens im Plural benutzt. Die Einstellungen. Stimmt. Eine Einstellung ist eine Option in einem Menü, mit der man ein Gerät oder ein Programm anpassen kann. Auf Englisch sagt man Setting oder Preference. Jedes Handy und jede App hat einen Bereich, der Einstellungen heißt. Und dort liegt die Kontrolle. Der Beispielsatz ist deswegen ein ganz wichtiger Tipp. Ja, nämlich. Du musst die Sicherheitseinstellungen ändern. Dort kann man genau festlegen, welche App was darf. Ein weiterer wichtiger Schritt ist unser nächstes Verb: sichern. Sichern hat hier zwei Bedeutungen. Erstens, etwas schützen, also sicher machen. Und zweitens, das ist sehr häufig gemeint, eine Kopie, also ein Backup von Daten zu machen. Aha, damit nichts verloren geht. Genau. Auf Englisch kann das je nach Kontext to secure oder to backup sein. Und die Perfektform ist? Hat gesichert. Richtig. Und eine Frage, die man seinen Freunden wirklich mal stellen sollte, ist: Hast du deine Fotos auf einer Festplatte gesichert? Oh ja. Stell dir vor, das Handy geht kaputt oder verloren. Dann sind alle Erinnerungen weg. Ein furchtbarer Gedanke. Sehr wichtiger Punkt. Und genauso wichtig ist unser letztes Verb in diesem Block: aktualisieren. Aktualisieren bedeutet, ein Programm oder Gerät auf die neueste Version zu bringen. Man macht also ein Update. Die englische Übersetzung ist ganz einfach: to update. Und die Perfektform lautet? Hat aktualisiert. Ein typischer Satz, den man oft als Erinnerung auf dem Bildschirm sieht, ist: Du solltest dein Antivirenprogramm aktualisieren. Das ist so entscheidend. Updates bringen ja nicht nur neue Funktionen, sie schließen oft auch Sicherheitslücken. Die sonst von Kriminellen ausgenutzt werden könnten. Wer seine Software nicht aktualisiert, lässt quasi die Haustür offen stehen. Das ist ein gutes Bild. So, wir haben jetzt schon 9 Wörter geschafft. Wir sind ungefähr in der Mitte unserer Folge. Das ist ein guter Moment für einen kurzen Hinweis, oder? Genau. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, dann unterstützt uns gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, weiterhin jeden Tag neue Lektionen für euch zu erstellen. Und so bleibt ihr auch motiviert und lernt jeden Tag weiter. Jede Unterstützung zählt. Vielen Dank euch allen dafür. So, und jetzt machen wir weiter. Mit einem etwas ernsteren Thema. Ja, der 4. Block: Risiken und Gefahren. Man muss sie kennen, um sich zu schützen. Wir beginnen mit einem Nomen. Der Missbrauch. Der Missbrauch ist die falsche, schlechte oder illegale Nutzung von etwas. Das kann sich auf Daten beziehen, aber auch auf Macht oder Vertrauen. Im Englischen sagt man Abuse oder Misuse. Genau. Der Beispielsatz fasst das Ziel von Datenschutz gut zusammen. Wir müssen den Missbrauch von Daten verhindern. Darum geht es im Kern. Aber wie erkennt man eine mögliche Gefahr? Dafür haben wir ein sehr nützliches Adjektiv. Verdächtig. Etwas ist verdächtig, wenn es komisch oder seltsam aussieht und auf eine Gefahr oder einen Betrug hindeuten könnte. Richtig. Die englische Übersetzung ist suspicious. Und der Beispielsatz ist einer der wichtigsten Ratschläge für das Internet überhaupt. Absolut. Er lautet: Klicke niemals auf verdächtige Links in E-Mails. Das ist der häufigste Weg für Phishing-Angriffe, oder? Genau. Auch wenn die E-Mail so aussieht, als käme sie von deiner Bank. Immer skeptisch sein. Und wenn man etwas Verdächtiges findet, was tut man dann? Dann kommt unser nächstes Verb ins Spiel: blockieren. Blockieren bedeutet, jemanden oder etwas zu sperren, sodass kein Kontakt oder Zugriff mehr möglich ist. Das Wort kennen die meisten aus Social Media, denke ich. Die englische Übersetzung ist ja auch sehr einfach: to block. Stimmt. Und die Perfektform lautet: hat blockiert. Das schafft sofort Ruhe von nerviger Werbung oder Betrugsversuchen.
eine tolle Funktion. Definitiv. Damit kommen wir zu unserem letzten Block für heute. Die Natur von Daten. Denn nicht alle Daten sind gleich. Manche brauchen besonderen Schutz. Das beschreibt unser nächstes Adjektiv, sensibel. Das Wort sensibel kennt man ja eher im Zusammenhang mit Gefühlen. Richtig, aber bei Daten hat es eine ganz spezifische Bedeutung. Hier bezieht es sich auf Daten, die besonders privat und schützenswert sind. Also zum Beispiel Informationen über Gesundheit oder Finanzen? Genau. Im Englischen spricht man von Sensitive Data. Ein klarer Beispielsatz dazu ist: Gesundheitsdaten sind sehr sensibel. Deshalb gelten für Ärzte und Krankenhäuser ja auch extrem strenge Regeln. Ein verwandtes, aber nicht identisches Wort ist unser nächstes Adjektiv. Und zwar? Vertraulich. Etwas ist vertraulich, wenn es geheim ist und nur für eine bestimmte kleine Gruppe von Personen bestimmt ist. Der Schlüssel ist also der kleine Personenkreis. Genau. Die englische Übersetzung lautet confidential. Der Unterschied ist wichtig. Sensible Daten sind es wegen ihrer Art, vertrauliche Informationen sind es aufgrund einer Vereinbarung. Sehr gut erklärt. Der Beispielsatz macht es noch klarer. Diese Dokumente sind streng vertraulich. Das heißt, sie dürfen das Büro nicht verlassen. Und nur bestimmte Mitarbeiter dürfen sie lesen. Eben. Und unser letztes Wort für heute beschreibt einen Zustand, den sich viele im Internet wünschen. Ich ahne es schon. Anonym. Genau. Anonym zu sein bedeutet, ohne den eigenen Namen zu nennen oder unerkannt zu bleiben. Die englische Übersetzung ist wieder sehr ähnlich. Anonymous. Ja, aber viele Leute denken, sie wären im Internet immer anonym. Aber das ist oft ein Irrtum. Das stimmt. Und deshalb ist unser Beispielsatz auch eine kleine Warnung. Er lautet: Man kann im Internet nicht immer anonym bleiben. Auch ohne Namen hinterlässt man digitale Spuren, wie die IP-Adresse zum Beispiel. Eben. Völlige Anonymität ist sehr, sehr schwer. Puh, das waren 15 wirklich wichtige Wörter. Ich hoffe, ihr konntet alles gut verstehen. Und jetzt kommt der Teil, auf den ihr sicher schon wartet. Ja, sehr gut. Und jetzt hört ihr unsere Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. Heute geht es um Paul und eine neue App. Hört einfach nur zu und versucht, die Wörter im Kontext wieder zu erkennen. Also, Paul möchte eine neue App für Fotobearbeitung installieren. Er ist aber, sagen wir mal, generell sehr vorsichtig mit seiner Privatsphäre. Das ist eine gute Eigenschaft. Bevor er also einfach auf Installieren klickt, nimmt er sich die Zeit und liest die Datenschutzrichtlinie. Ja, die ist zwar lang, aber ihm ist es wichtig zu wissen, was mit seinen Daten passiert. Und dann geht's los. Beim Starten fordert die App sofort Zugriff auf seine gesamten Kontakte und auch auf seinen Standort. Paul findet das natürlich sofort verdächtig. Warum, fragt er sich, braucht eine Foto-App die Telefonnummern seiner Freunde? Er hat Angst vor Datenmissbrauch und davor, dass Kriminelle vielleicht seine Identität stehlen könnten. Deswegen will er dem auf keinen Fall einfach so zustimmen. Logisch. Deshalb entscheidet er sich, der App den Zugriff auf seine Kontakte zu verweigern. Stattdessen geht er direkt in die Einstellung seines Handys, um die Berechtigungen manuell anzupassen. Er erlaubt nur den Zugriff auf die Fotogalerie, sonst nichts. Sehr schlau. Und vorsichtshalber entscheidet er sich auch, seine wichtigsten Fotos extern auf einer Festplatte zu sichern. Dann prüft er noch, ob sein Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist und sieht, dass er es aktualisieren muss, um die neuesten Sicherheitsupdates zu haben. Ein paar Tage später bekommt er eine merkwürdige E-Mail. Sie kommt angeblich von der App und fragt ihn nach seinem Passwort. Er erkennt den Betrugsversuch aber sofort und entscheidet sich, den Absender zu blockieren. Er weiß ja, dass seine Finanzdaten extrem sensibel sind. Und dass sie absolut vertraulich bleiben müssen. Solche Infos würde er niemals per E-Mail versenden. Am Ende schreibt er eine Bewertung für die App im App Store. Er will andere Nutzer vor diesen aggressiven Datenanfragen warnen. Aber er tut es anonym, um sich selbst zu schützen. Jetzt, nachdem er alles geprüft hat, fühlt er sich viel, viel sicherer. Eine super Geschichte, weil sie so realistisch ist. Das sind genau die Überlegungen, die wir alle haben sollten. Ja, Paul hat alles richtig gemacht, er war kritisch und hat die Kontrolle behalten. Das ist die wichtigste Botschaft. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Lektion. Genau. Schreibt gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare, so übt ihr aktiv weiter und wir können sehen, ob ihr alles verstanden habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr. Morgen geht es dann weiter mit dem Thema Tierschutz, auch ein sehr wichtiges Thema für Mensch und Natur. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, passt auf euch auf. Und viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss!